Jetzt geht's los. Wir haben die Spinne bekommen. Gestern haben wir einen fetten Summoning gehabt, Leute. Ähm, War sehr, sehr geil. Hat so Spaß gemacht, wirklich. Es waren so viele Leute da. Wir haben, glaube ich, auf 6 oder 7 Accounts beschworen. Beschwörungen habe ich jetzt aufgenommen, alle. Es waren sehr, sehr wilde Beschwörungen dabei. Seid gespannt. Es wird geil. Ähm, Leider hatte ich sowohl Glück als auch Pech. Es liegt im Auge des Betrachters. Ich habe auf den beiden Accounts die Spinnen so halb beschworen. Auf dem Account habe ich, glaube ich, alle bis auf die dunkle bekommen, auf dem zweiten Account hier. Auf meinem Main habe ich leider weder die Licht noch die Dunkel gezogen, bei 30 Licht, bei 30 Dämmerleorums leider. Dafür andere schöne Sachen, werdet ihr auch noch die nächsten Tage, Wochen sehen. Also da werden wir auf jeden Fall noch einige Videos zu lustigen Sachen machen. Das wird geil. Ich freue mich jetzt schon. Also wirklich mega, mega geil. Ja, und heute wollen wir natürlich, wie ihr wahrscheinlich im Titel schon gesehen habt, die Spinion oder was auch immer, ich nenne sie Spinne, testen. Ich habe sie jetzt so gebaut, dass ich sie schön auf HP-Bau gebaut habe, weil ich meine, sie ist keine Damage-Dealerin oder er, was auch immer. Äh, Er ist quasi ein Supporter, der auf dem dritten Skill regenerativ Panzerung hat, mit Def und Heilung pro Runde. Auf dem zweiten Skill buddelt er sich ein und heilt dann 2 Runden lang sich 30% pro Runde. Ähm, und entfernt alle Buffs und Debuffs, ja, genau. Kann aber auch nicht angegriffen werden. Deswegen, also, wo ich ihn auf jeden Fall sehen werde oder sehe, ist auf jeden Fall hier bei Juggernaut. Ähm, Ich habe jetzt ein wildes Team hier, ja, ihr seht's. Also, ich habe natürlich nicht das Team, was man normalerweise spielen würde. Ich habe natürlich die 3 typischen in der Backline. In der Frontline habe ich jetzt irgendwas reingepackt, was ungefähr, wo ich denke, okay, das wird schon passen von der Synergie her. Hier auf der linken Seite, packt rein, was ihr wollt. Es sollen einfach nur Supports, Heiler sein. Am besten, wen ich auch sehr, also wenn ihr natürlich sie nicht habt, das ist nur einfach so spontan, dass ich sie reingepackt habe. Ich habe nichts Besseres. Ähm, Bevor ich jetzt einfach die Lichtkrankenschwester reinpacke. Ich meine, das sind alle Five-Star. Ist völlig egal. Ich würde an eurer Stelle einfach den Wasserriesen da reinpacken. Six-Star, hier 7 Six-Star und ihr seid vollkommen fein. Auf Normal sollte es sowieso gar kein Problem sein. Also Normal könnt ihr auf jeden Fall ohne Probleme farmen. Ihr braucht keine großen Anforderungen. Was wir natürlich auch machen können, das finde ich halt geil, Verbündetenfokus. Ihr könnt es gerade nicht so gut sehen. Sekunde. Hier, Verbündetenfokus könnt ihr einstellen. Das heißt, meine Schweinsmeisterin wird jetzt Revolverheld fokussen die ganze Zeit mit ihrem zweiten Skill. Was natürlich umso besser ist. Äh, Weil die Schweinsmeisterin gibt ja Attack Buff plus Effekt ab. Also Accuracy und Widerstand, was uns jetzt in dem Fall gar nichts bringt. Es geht nur um den Buff. Weil, für die Leute, die vergessen haben, was der Revolverheld kann, der Revolverheld hat eine Base-Chance von 15%, die Verteidigung zu ignorieren. So, mit diesen 15% stackt es natürlich pro Buff, der auf jeden drauf ist, nochmal um 5%. Bei 7 Buffs sind wir bei 35, also 7 mal 5. 35 plus die 15 sind wir bei 50. Und jetzt sagt noch die Fähigkeit bei Attributsvorteil. Bedeutet also, bei Wasser verdoppelt sich diese Chance. Bedeutet, wir sind bei 100% und können um 100% die Chance, die Verteidigung zu ignorieren. Und deswegen versuchen wir natürlich 7 Buffs zu bekommen. Und ihr könnt hier auf jeden Fall erkennen, er kriegt immer viele Buffs momentan. Einfach so ein krasser Buff-Lieferant hier momentan. Also mal schauen. Okay, ich muss aber sagen, der zweite Skill hier ist nicht so gut, wie ich finde. Weil, das habe ich mir schon gedacht. Das Problem ist ja, wenn sich die Spinne einbuddelt. Ähm, okay, das können wir gar nicht gebrauchen. Obwohl, ja, nehmen wir trotzdem mit. Ähm, Wir werden es trotzdem mal drinnen lassen, aber danach als Vergleich werden wir sie gleich nochmal das mit dem Einbuddeln rausnehmen. Weil das Problem ist beim Einbuddeln, dass sie sich aus der Frontline verzieht. Sie geht einfach weg.
Die ist einfach weg, so. Die ist alles völlig egal. Die guckt nur nach sich. Bedeutet, dass rechts und links in der Frontline ja natürlich mehr Schaden bekommen. Was halt natürlich in dem Fall nicht so gut ist. Ne? Weil, ich meine, das sind jetzt nicht die besten Heiler oder Supporter, die hier vorne stehen. Immer noch die Schildkröte ist Baum. Sie wird sie bestimmt schon besser aushalten. Schweinsmeisterin ist jetzt nicht wirklich dafür gut, da vorne alleine mit der Kröte zu stehen. Deswegen glaube ich nicht, dass das so gut ist. Aber wir lassen es trotzdem einmal laufen, gucken mal auf Hard jetzt, wie gut die vorne zusammen jetzt aushalten. Zu zweit, weil bei Normal war sie fast tot. Deswegen glaube ich, dass sie hier auf jeden Fall deutlich schneller sterben könnte. Sieht auf jeden Fall bis jetzt sehr gut aus, Leute. Bis jetzt gut aus. Also, wir sind natürlich nicht auf irrsinnig, klar. Irrsinnig ist das natürlich, wahrscheinlich wird es gar nicht funktionieren. Aber es ist völlig egal. Ihr braucht nicht auf irrsinnig zu farmen. Irrsinnig ist natürlich die Chance höher, Epic-Bauteile, Mods oder Modifikatoren zu bekommen. Aber das ist in diesem Fall vollkommen egal. Ich würde an eurer Stelle einfach auf Norm, also auf Hard farmen, weil ich denke, eure Bauteilqualität wird genauso sein. Ja, da seht ihr es. Das ist das große Problem. Vereinsmeisterin stirbt. Let's go. War cool. Funktioniert. Wie ist ihre Heilung? Heilung ist jetzt nicht stark, natürlich, klar. Ich meine, sie macht nur Schaden, Heilung pro Runde, was halt weniger ist. Unterstützung, aber sehr, sehr gut. Jetzt machen wir aber den zweiten Skill raus. Bedeutet, wir machen das einfach auf niedrig, sodass sie das gar nicht macht. Und achten jetzt mal drauf, ob die Frontline jetzt überlebt oder nicht. Weil ich meine, ja, Schweinsmeisterin ist jetzt nicht das, was man da braucht, natürlich. Klar, man nimmt natürlich am besten Fall den Wasserrobo. Würde ich euch empfehlen. Aber ihr seht, das sind nochmal 2 Buffs jedes Mal, weil die Heilung über Runde oder pro Runde stackt ja nicht auf einem, sondern wird immer als extra Buff angezeigt. Was es halt umso besser macht, die Spinne hier im Raid zu benutzen. Mega, mega geil. Also ihr müsst überlegen, es ist ein Freestar. Leicht zu scalpen, klar, jetzt am Anfang natürlich weniger leicht zu scalpen, weil man hat nicht so viele Beschwörungen, man beschwört sie ja nicht dauerhaft die ganze Zeit, aber es ist trotzdem ein Freestar, man bekommt sie oft. Also es ist einfach nur eine Geduldsfrage. Ist einfach krass. Ich habe einfach eine komplette Freestar-Frontline vorne stehen und 2 Four-Stars hinten stehen. Der Rest ist einfach Freestar, also 4 Freestars, 3 Sterne rechts in dem Damage-Team. Hier könnte man auch den Riesen noch reinpacken. Also ist quasi eigentlich fast ein Free-to-Play-Team. Wenn man jetzt natürlich links ignoriert, jetzt kann man auch ersetzen. Ich habe leider den Wasserriesen noch nicht gebaut. Aber in meinem Main-Team habe ich den Wasserriesen vorne stehen. Nur als Info. Und das auf irrsinnig. Genau. Also, was natürlich hier auch nochmal vielleicht besser laufen würde, wenn wir einen Attack-Debuff drauf landen würden, weil die Spinne hat auf dem ersten Skill einen Attack-Debuff. Wenn wir quasi die Spinne noch mit mehr Accuracy bauen würden, würde es natürlich noch dazu führen, dass wir einen Attack-Debuff bekommen und wir kriegen noch weniger Schaden. Was das natürlich umso besser macht für uns. Also, ey, super gutes Element, wirklich. Also, für mich immer noch die Spinnen keine Freestars. Auf gar keinen Fall. Also, die haben ein Niveau von einem Four-Star. Bei Wasser jetzt ein bisschen weniger natürlich, klar, aber ich würde ihn trotzdem zu denen einstellen, die so ein bisschen mehr, ne, so ein bisschen mehr vorne stehen. Jetzt sieht man auf jeden Fall deutlich bessere Stats. Und Vereinsmeisterin hat überlebt, läuft tadellos, würde ich sagen. Wir haben sogar 10%, also super, nice. So, wie ihr sehen könnt, also wir kriegen auch hier lilane. Wir können auch die Spinne natürlich auch hier bestimmt sehr gut benutzen. Ich würde mal jetzt überlegen, also wir können auf jeden Fall das hier rausnehmen, definitiv. Wir könnten gucken, ob wir das so machen vielleicht. Ja, doch. Probieren wir mal. Ich weiß nicht, hast du Bauteile? Ne, du hast keine Bauteile. Du brauchst noch Bauteile. Angriff. Kann man nehmen. Crit Damage. Nicht schlecht. Nimm mal einfach mal das hier. Zack.
Sieht gut aus. Ich glaube, die anderen passen soweit. Ja, gucken wir mal. Ich denke hier, also wirklich in jedem Bereich, wo ihr den Revolver halt sowieso benutzt und auch so in den ganzen Abgrund-Dungeons, so Wasser, Feuer und auch etlichen anderen, weil es sind einfach immer, es ist ein Supporter, der halt super gut, guckt euch das an. Es sind Buffs instant drauf, alle Buffs, die ihr braucht. Also es ist ein super gutes Team. Also Free-to-Play vor allem extrem. Also das Einzige, was ihr habt, ist halt nur der Revolverheld. Aber den Revolverheld könntet ihr theoretisch auch auswechseln. Also das ist nicht das Problem. Ihr könnt jeden Clockwork mit reinpacken. Ihr könnt den äh, nee, den Dunkel-Clockwork mit reinpacken. Ihr könntet theoretisch auch die Scharfschützen in den Baum reinpacken. Würde auch vollkommen. Es dauert halt ein bisschen länger, aber hey, es funktioniert. Damit habt ihr schon mindestens ein Team für dieses Event. Ich weiß nicht, ob wir im Triple S schaffen werden. Das wird sich zeigen. Aber ich muss sagen, man müsste den zweiten Skill definitiv draußen lassen. Der zweite Skill ist, glaube ich, nicht darauf ausgelegt zu benutzen in der Frontline. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht eher für Gildenkämpfe, aber das ist dann auch so eine Sache. Weiß es nicht. Vielleicht unter bestimmten Konditionen. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, ob man irgendwas an der KI einstellen könnte, was in dem also was zu der Hinsicht passen würde. Wir haben halt nur keinen Defense Break, sehe ich gerade. Hm. Defense Break wäre hier vielleicht keine schlechte Option. Ja, Triple S wird es leider nicht mehr. Ja, ist halt jetzt ein bisschen blöd gelaufen, dass immer wieder die Spinne jetzt gerade in diesem Wassergefängnis ist. Sehr nervig. Wird jetzt leider sterben. Aber nicht schlimm, es funktioniert trotzdem. Nur ein S. Blöd, blöd, blöd. Wir haben wieder keinen Defense Break. Ja. Also der einzige Nachteil natürlich ist, wir haben keinen Defense Break momentan. Defense Break ist halt natürlich für ihn natürlich egal, klar. Für ihn eigentlich an sich auch egal. Probieren wir es trotzdem. Ich meine, testen geht über, also probieren geht über Studien, sagen wir mal. Das Einzige auf jeden Fall, was sehr, sehr gut ist, wirklich. Also guckt euch das an, wie viele Buffs wir einfach dadurch drauf bekommen. Klar, der Schaden jetzt vom Revolverhead ist jetzt nicht der Burner, fairerweise. Könnte besser sein. Wir können auch Clockwork, glaube ich, rauslassen, weil unser Crit Rate ist sogar schon bei 85%. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz so 100% sicher. Wir könnten theoretisch den Feuerrobo mitnehmen, was halt auch nochmal den Cooldown Reduction hat. Aber ich denke, das reicht auch schon. Also sieht auch schon ganz okay aus. Die Spinne ist wirklich super. Also ich feiere sie. Mega cool. Mega coole Elements, wirklich. Ich finde das Design auch nicht schlecht. Also, vielleicht für den einen oder anderen, der ein bisschen vielleicht eine Spinnenphobie hat, habe ich mich gestern schon gefragt. Hat man da so ein bisschen das Problem als Spinnen, wenn man eine Spinnenphobie hat? Ich weiß nicht. Sieht ja, also es hat ja zwar mehrere Beine, aber sieht ja nicht wirklich aus wie eine Spinne. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei jemandem Angst triggert. Ich hoffe natürlich nicht. Das wäre natürlich blöd. Aber also man sieht aber auch, guck mal hier zum Beispiel, Drache macht weniger Schaden, das Schild macht weniger Schaden, man hält auf jeden Fall deutlich mehr aus. Das heißt, man kann auch als Anfänger mittlerweile gut durchkommen hier bei den Stages.
zumindest A zu schaffen, weil viele müssen ja auch A schaffen wegen den Quests für die Kriegskrankenschwester im Dunkel. Er ist für den einen oder anderen sehr schwer dann zu machen. Dadurch kommt man auf jeden Fall einfacher an die Kriegskrankenschwester, definitiv. Jo, danke mal. Super. Sieht sehr, sehr gut aus. Ich überlege gerade, warum habe ich die Schildkröte hinten im unteren Bereich? Könnte ich theoretisch auswechseln mit einem Feuerrobo, ne? Oder mit was anderem Damage-mäßigem. Aber ja, gut aus. Bin mal gespannt, wie es jetzt aussieht mit der Rache, weil, wie gesagt, das hieß ja, dass Rache jetzt weniger Schaden macht. Und wir haben auf jeden Fall Defense Break wieder drauf, Defense Buff drauf und zack, Rache macht deutlich weniger Schaden, Leute. Also das ist ja Unterschied von Tag und Nacht. Okay, der Feuerklockwerk ist leider tot, aber ich hätte ihm noch ein bisschen mehr HP geben können. Aber top, super, mega gut. Was soll man sagen am Ende zum Abschluss? Also mega cool, wirklich. Cooles Design, gefällt mir, hat was, hat so einen Charme, so ein kleines Kindchen, I don't know, finde ich cool. Wie ihr sehen könnt, also ich habe noch nicht mal wirklich alles voll geskillt, also er könnte noch mehr HP bekommen. Ist super stark. Was ich halt vielleicht versuchen würde, wäre noch ein bisschen mehr Accuracy, einfach nur wegen Fähigkeit 1, wegen dem Angriff senken. Weil ihr müsst euch auch vorstellen, der Vorteil bei ihm ist jetzt, wir brauchen nicht mehr die Dodo-Reiterin in, im, in allen möglichen Bereichen, wie zum Beispiel beim Überlebenssimulationsboss. Wir brauchen keine Dodo-Reiterin mehr, rein theoretisch. Wir können auch ihn jetzt nehmen. Er ist sogar noch Support, er kann mehr heilen, er kann mehr Buffs packen, weil wir haben die Dodo-Reiterin in den meisten Fällen ja nur mitgenommen wegen dem Attack-Debuff. Sie ist einer der einzigen, die immer einen Attack-Debuff hat und deswegen haben wir sie meistens immer mitgenommen. Bedeutet, wir können jetzt einfach hingehen und einfach ein anderes mitnehmen und können dadurch halt irgendwas anderes ersetzen. Nur als Info. Ähm, mal im Hinterkopf behalten. Also deswegen, ich bin sehr, sehr begeistert. Läuft super. Zweite Fähigkeit würde ich ausstellen, Leute. Also zweite Fähigkeit finde ich halt in der Frontline macht halt gar keinen Sinn, weil man schwächt ja seine Frontline, weil es dann nur auf die anderen, weil der Schaden, der auf die Frontline geht, geht ja immer auf die komplette Frontline. Der Schaden wird ja aufgeteilt. Wenn halt einer aus der Frontline fehlt, was passiert dann? Dann wird es nur auf die anderen zwei aufgeteilt. Im Raid macht es halt mehr, also macht es mehr Probleme. Im Abgrund jetzt vielleicht weniger, aber zweiter Skill, so lala. Dritter Skill, mega gut. Macht Stunts weg. Verteidigung erhöhen, Heilung pro Runde. 3 Züge, super gut. Mega, mega gut. 3 Runden Abklingzeit. Ey, super. Angriff senken, super. Wirklich. Ich bin vollkommen begeistert von diesem Element. Sehr, sehr geil. Er gibt bestimmt auch noch andere Alternativen, wo man sie noch spielen könnte, rein theoretisch. Ich meine, vielleicht bei Boxclub, weil da auch nochmal mehr Buffs sind. Vielleicht auch für Free-to-Play-Teams. Also, wir hatten ja mal eine Serie angefangen. Ich werde da vielleicht mal die Spin jetzt mehr involvieren können. Darauf habe ich ja gewartet bei dem anderen Account. Da werde ich jetzt auch die Spin mit einbinden. Ansonsten, ja, Valorant Tunnel eher weniger jetzt. Ja, Dungeons, ja, es geht. Also wirklich Boxclub oder Heavy Metal. Aber sonst hier super gut. Hier sehe ich sie auf jeden Fall sehr, sehr. Ja, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie gut die Wasserspinne ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt und ihr liebt die Elements wie ich. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dann.